In Teil 3 unseres BIM-Workflows mit Rhino, Grasshopper und Sophistic geht es um die Achsdefinition für unsere parametrische Spannbetonbrücke. Kommen wir jetzt also endlich zur Achsdefinition. Ich blende Ihnen mal hier den Eingabedialog von unserem Sophie Plus aus dem AutoCAD-Workflow ein. Also wir sehen, wie eine Trassierung definiert wird. Es gibt entsprechende Trassierungsbestandteile, also Linien, Bögen, Klotoiden und so weiter, die wiederum Längen haben und im Fall hier von Klotoide, Bogen auch Start- und Endradius. Und genau das möchte ich abbilden. Dafür habe ich also hier mein Panel und trage da jetzt einfach mal 70, 30 und die 50 ein. Das soll meine Eingabe sein für die Längen. Dann möchte ich noch ein Panel haben. Ich kann jetzt entweder wieder da oben draufklicken, dann habe ich das Panel, oder ich kann das hier anklicken und einfach mit Ctrl-C, Ctrl-V, wie man das von Windows kennt, das mir nochmal erzeugen. Habe ich in dem Fall gemacht und abändern. Also das nächste, was wir jetzt hier eintragen wollen, wäre entsprechend der Startradius. Startradius und dort die Werte hier verglichen. Da steht nichts, dann mache ich mal einen Strich, dann 0 und 200 als Beispiel. Und jetzt machen wir noch ein drittes Panel. Könnte ich auch wieder über Kopieren machen, oder ich mache einfach Doppelklick hier auf den Canvas, mache ein Anführungszeichen. Ja, so habe ich auch das gleiche, komme ich zum gleichen Ergebnis. Schreibe jetzt hier mal rein Endradius. So. Und von den Werten werden es diese dort, also gar nichts, 200 und 200. So, also das wären jetzt mal diese drei Spalten. Da ist noch die Linienart einzugeben. Aber schauen wir uns das mal an. Also Sie sehen schon, dass dieses Plan View Segment, diese Komponente von der Sophistic, leistet hier oben genau diese Eingabe hier aus dem Sophie Plus entspricht. Und man muss jetzt einfach, Sie sehen auch schon die gleichen Namen, diese Komponente hier füttern. Das heißt, die Längen kommen da beispielsweise rein und hier Startradius und dort Endradius. Aber wir stellen fest, hier oben gibt es so einen roten Hinweis, Data Conversion Failed. Das heißt, er kann die Daten noch nicht richtig verstehen, und das liegt daran, dass er erwartet, dass hier eine Liste eingegeben wird, und wir haben jetzt einfach nur Text eingegeben. Deswegen müssen wir auf der rechte Maustaste klicken und Multidata sagen, und dann sehen Sie, das ist also jetzt eine echte Liste mit 3 Einträgen und nicht mehr einfach nur Texte. Mache ich hier auch mal und hier ebenfalls. Jetzt haben wir 3 echte Eingabelisten und dieser Hinweis in Rot ist verschwunden, hat er also offensichtlich jetzt genommen. Jetzt brauchen wir noch diese vierte Spalte hier mit Art. Und ja, da muss man dran denken, dass wir hier in Grasshopper nur Englisch eingeben können. Das ist leider so. Und dafür müssen wir natürlich wissen, was die Begriffe hier auf Englisch heißen. Und dazu kann ich Ihnen nur empfehlen, sich auch die sogenannte Command Reference hier von Sophistic hinzuzunehmen. Da oben steht nochmal der Link, wo Sie das finden. Und wenn wir jetzt mal hier suchen, finden wir also hier auch unser Plan View Segment. Wenn ich da draufklicke, steht hier nochmal erklärt, was diese Komponente so macht. Und hier sieht man auch die Begriffe, die eingetragen werden können.
Im Vergleich zu dem Auto, zu dem anderen Workflow sieht man hier übrigens, dass offensichtlich Linie, Bogen, Klotoide, Blossbogen, Sinus, Cosinus gefressen werden. Aber Biquadratik steht jetzt hier nicht, kann die Komponente offensichtlich noch nicht. Ja, auf solche Sachen sollte man achten. Also, das sind die Begriffe, die wir eintragen können. Ich kopiere die einfach mal und gehe hierhin zurück und will wieder ein Panel haben. Das soll bezeichnet werden mit ja, Art, nenne ich es mal, oder Type. Ja, das wieder zur Erinnerung dazu. So. Und jetzt kopiere mit Ctrl V habe ich jetzt hier eingefügt. Wir haben also Linie, dann Arc, dann haben wir hier Bloss, die Klotoide, alles schön in jeweils eine Zeile und dann das wieder umwandeln in ein Multiline Data. So, und ja, keine Überraschung, das wird dann hier reingesteckt. Damit haben wir also jetzt genau das abgebildet, was wir hier links sozusagen im bekannten Sophie Plus Workflow auch haben. Also wir haben diese Trassierung definiert. Und damit wir das Ganze noch ein bisschen übersichtlicher gestalten, können wir jetzt hier auch mal dieses Scribble, diese Scribble-Komponente nutzen. Ja, Scribble heißt kritzeln, also man kann da irgendwas Schlaues hinschreiben und das dient einfach, dass Sie später die Sachen besser wiederfinden. Trassierung und hier oben mache ich auch mal ein Scribble und das Ganze soll die Achsdefinition sein. Wunderbar. Ja, jetzt sollten wir natürlich noch sagen, ja, was denn was sein soll. Ich will ja 70 Meter Linie, dann 30 Meter Klotoide und 50 Meter Bogen haben. Die muss ich dann hier auch entsprechend in der richtigen Reihenfolge eintragen. Also ich brauche Linie, dann Klotoide, Bogen und den Rest brauche ich jetzt hier gerade mal nicht. Das Ganze kann man natürlich auch hübscher machen, zeige ich Ihnen dann vielleicht später mal mit entsprechenden auswählbaren Listeneinträgen. Aber so passt es. Wir haben Linie, Klotoide und Bogen. Wir sehen aber noch nichts. Woran liegt das? Gehen wir nochmal hier rein in die Sophistik. Da sehen wir also hier Plan View Segment, das ist die Trassierung, Elevation Point, das ist die Gradiente, also die Höhenlage. Und damit wir was sehen, brauchen wir diese Komponente Plan View Axis. Und da stecken wir jetzt diese Komponente herein. Wir sehen immer noch nichts. Und wenn wir jetzt hier draufklicken, dann wird diese Komponente grün und in dem Moment wird auch hier angezeigt, was wir denn da gemacht haben. Im Grundriss oder in der Draufsicht sieht man es am besten, aber wir sehen es natürlich auch hier in der Perspektive, genau was wir haben wollten. 70 Meter Linie, 30 Meter Klotoide und ein Bogen mit 50 Metern. Ja, hier fehlt also noch Elevation View Points, also die Gradiente. Schauen wir mal, wo finden wir die? Das ist sie, Elevation Viewpoints. Und dann nehme ich mal wieder
das analoge Eingabefenster aus dem SOFI Plus AutoCAD Workflow hinzu. Also man kann jetzt an verschiedenen Stationen entlang der Achse eben Höhen und auch einen Kuppenradius eintragen. Ja, wahrscheinlich wissen Sie schon, was wir brauchen. Wir brauchen Panels. Ich kopiere mir das einfach hier mit Ctrl-C, Ctrl-V und will das erste Panel entsprechend Station nennen. Und die Stationen sollen 0, 70 und 150 Meter heißen. Das heißt, die ganze Achse ist 150 Meter lang. Das wäre diese erste Spalte. Dann mache ich nochmal Ctrl-C, Ctrl-V und sage, du, bitteschön, bist für die Höhen zuständig. Die Höhen, die Achse soll am Anfang 5 Meter Höhenlage haben, dann soll das Ganze auf 6,40 Meter steigen und wieder auf 5 Meter heruntergehen. So, das waren also wieder Panels und für den Radius, da geben wir jetzt mal eine andere Eingabe. Das ist hier auch mal sehr schön der Number Slider. Da kann man also so direkt dran bewegen und die Werte ändern sich. Über einen Doppelklick kommen wir hier in die Eingabe, ja, wie überhaupt welche Zahlen auswählbar sind. Das hier sind reelle Zahlen, das hier sind ganze Zahlen und in der Regel braucht man diese Werte. Ich gehe mal auf ganze Zahlen oder ich kann auch die reellen Zahlen hier auf 0 Nachkommastellen umstellen. Kommt in meinem Fall jetzt hier aufs Gleiche raus, kann sagen, das Ganze soll von 0 bis 800 Metern eingebbar sein. Da kriegt man hier so eine Vorschau, wie das aussehen wird. Das finde ich okay. Ja, und habe dann hier meinen Number Slider schon erstellt. Der soll in meinem Fall dann noch den Namen Radius bekommen. So, stelle ich mal auf 800. Und ja, wir müssen natürlich verbinden. Also Station geht da rein, die Höhen gehen da rein, der Radius geht da rein. Also nehme ich das mal weg. Und dann stecken wir das zusammen hier in Plan View Axis und schon haben wir eine entsprechende Höhenlage eingegeben. Ja, was auffällt ist, dass die Höhe nach unten abgetragen ist. Das ist natürlich mein Fehler. Wir hätten hier Minuswerte eingeben müssen, weil wir das genau so haben wollen. Und jetzt sehen wir auch die Kuppe entsprechend. Naja, man kann es vielleicht andeutungsweise sehen, dass sich hier ein Radius mit 800 Metern befindet. Ja, ist in der Darstellung kaum zu sehen, aber so ist es nun richtig. Okay, Trassierung sage ich auch, Ctrl-C, Ctrl-V, das kopiere ich mir hin und das Ganze soll die vertikale Lage oder Gradiente sein. Und was brauchen wir noch zu unserem Glück? Wir brauchen noch die Placements. Mache ich direkt hier weiter. Placements. Placements sind Orte entlang der Achse, an denen irgendwas Besonderes passiert, also typischerweise ein Auflager oder auch ein Querchensprung beispielsweise. Und die Placements wollen wir jetzt auch definieren. Ich gucke mal gerade und hole hier nochmal das analoge Eingabefenster aus dem SOFI Plus Workflow. Hier sieht man also die Placements, das sind also diese Striche hier. Und wir brauchen also ID, wir brauchen Station und Typ. ID, SA ist eben Stationsanfang, dann
10, 20, 30 sind die Auflager. Also hier will ich ein Widerlager definieren, eine Stütze und noch ein Widerlager. Und bei 150 Meter ist dann Stationsende. Typen sage ich gleich noch was zu. Wir brauchen als erstes jetzt natürlich wieder ein paar Panels. So, wir brauchen 3 Stück. Kann ich auch mit Shift direkt mir 3 hier oben, oder 3 stehlen. So. Und los geht's. Das erste ist die ID. Und hier eintragen möchte ich jetzt, ja, Station Anfang, Station Ende spare ich mir mal. Ich will einfach die 3 Auflager als Placements bezeichnen. Also das wäre 10, 20 und 30. Dann hier das zweite Panel wäre entsprechend Station. Und die Werte, also soll bei 50 Meter, 50,5 Meter soll mein erstes Widerlager liegen, bei 80 Meter meine Stütze und dann bei 100, ja super, 110 Meter 50 mein zweites Widerlager. So. Und das dritte, der Typ, also wollte ich noch erklären, bezeichne ich ihn erst. Hoppla. Der Typ, was hat es mit dem Typ auf sich? Ja, nehmen wir dazu mal wieder unsere Referenz hinzu und wir sprechen hier, okay, das wissen Sie noch nicht, also gehen wir nochmal zurück. Wir sprechen über folgendes äquivalentes Sophistik, über folgende Komponente. Das ist hier die Axis Placement bei Parameter. Das ist diese Komponente, wo wir das hineinstöpseln wollen und das entspricht genau wieder diesem Eingabefenster hier. Also Axis Placement bei Parameter, was hat es damit auf sich? Wir gehen in die Referenzliste. Hier finden wir das, Axis Placement bei Parameter. Und hier sehen wir wieder die möglichen Werte, die man eintragen kann. Man kann also sagen, worum es sich bei den Stationen handelt. Und ich möchte eben eintragen, dass es sich um Auflager handelt. Und der Eintrag hier wäre S für Support. Ja, es gibt also noch Begin, es gibt Intermediate, End. Und der Vorteil, wenn ich das hier mache, liegt darin, wenn wir später die Vorspannung definieren, dann weiß er anhand dessen, dass hier S steht, dass es sich um ein Auflager handelt und er kann dann direkt entsprechend Höhenpunkte dort anlegen. Also wir brauchen Auflager, soll das Ganze heißen, und für die Komponente muss es S lauten. Also gehen wir hier rein, Typ hatten wir schon angelegt und alle 3 sollen den Typ S, also den Typ Auflager, bekommen. So, jetzt der große Spaß, wieder verbinden. Also IT ist Placement, Name, Station ist Stations, Typ ist Placement Typ und hier unten, gut, wir können sagen, ob das Placement vertikal stehen soll oder rechtwinklig zur Achse. Und ich hätte gerne vertikal. Man kann das auch hier nochmal nachlesen. Hier unten steht es. Und es ist ein Boolean-Wert, also ein wahr oder unwahr Wert. Und dazu gibt es hier wieder bei Input entsprechend Boolean Toggle. Den ziehe ich mir darüber. Kann man also draufklicken, dann wird es wahr oder falsch, hat nur 2 Werte.
verbinde ich entsprechend und sage, das Ganze soll wahr sein. Sprich, also wir wollen vertikale Placements erzeugen. Wunderbar. Ja, damit sind wir fertig mit der Axt-Definition. Jetzt müssen wir es nur noch, oder können wir es noch ein bisschen hübsch machen. Wir ziehen mal hier so ein Rechteck drüber auf, klicken dann in den freien Bereich, rechte Maustaste und sagen gruppiere das. Das ist jetzt einerseits besser lesbar, zum anderen kann ich das Ganze jetzt als einen Block irgendwo auf dem Canvas hinschieben, wo ich es denn gerne hätte. Prima, das ist es gewesen.